Herzlich willkommen. Ich bin Ben, Verkäufer in einer Bäckerei. Lasst uns gemeinsam anfangen. Im Video hörst du eine Geschichte und 2 Dialoge. Danach gibt es eine Zusammenfassung der Grammatik. Zum Schluss gibt es Fragen und Übungen zum Lernen. Wir sprechen einmal normal und einmal langsam, damit du besser zuhören kannst. Wer bin ich? Mein Name ist Ben. Mein Name ist Ben. Ich bin Verkäufer in einer Bäckerei. Ich bin Verkäufer in einer Bäckerei. Ich arbeite hier seit 5 Jahren. Ich arbeite hier seit 5 Jahren. Meine Arbeit macht mir viel Spaß. Meine Arbeit macht mir viel Spaß. Ich stehe morgens früh auf, meistens um 6 Uhr. Ich stehe morgens früh auf, meistens um 6 Uhr. Dann gehe ich zur Bäckerei. Dann gehe ich zur Bäckerei. Ich begrüße die Kunden. Guten Morgen. Ich begrüße die Kunden. Guten Morgen. Ich verkaufe Brot, Brötchen, Croissants und viele andere Backwaren. Ich verkaufe Brot, Brötchen, Croissants und viele andere Backwaren. Die Brötchen sind frisch. Die Brötchen sind frisch. Das Brot ist warm. Das Brot ist warm. Die Croissants sind lecker. Die Croissants sind lecker. Viele Kunden kaufen jeden Tag bei uns ein. Viele Kunden kaufen jeden Tag bei uns ein. Ich helfe den Kunden, das richtige Brot zu finden. Ich helfe den Kunden, das richtige Brot zu finden. Manchmal frage ich, möchten Sie normale Brötchen oder Vollkornbrötchen? Manchmal frage ich, möchten Sie normale Brötchen oder Vollkornbrötchen? Die Kunden antworten mir freundlich. Die Kunden antworten mir freundlich. Ich finde meine Arbeit sehr interessant, weil ich viele Menschen treffe. Ich finde meine Arbeit sehr interessant, weil ich viele Menschen treffe. Ich arbeite normalerweise von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags. Ich arbeite normalerweise von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags. In der Bäckerei gibt es viele Aufgaben. In der Bäckerei gibt es viele Aufgaben. Ich muss Brot und Brötchen ausstellen. Ich muss Brot und Brötchen ausstellen. Ich muss auch den Verkauf registrieren. Ich muss auch den Verkauf registrieren. Manchmal muss ich auch den Teig vorbereiten, wenn ein Kollege krank ist. Manchmal muss ich auch den Teig vorbereiten, wenn ein Kollege krank ist. Ich mag meine Arbeit, weil ich viel lerne. Ich mag meine Arbeit, weil ich viel lerne. Ich lerne die Namen der Kunden. Ich lerne die Namen der Kunden. Ich lerne auch neue Rezepte für Kuchen und Brot. Ich lerne auch neue Rezepte für Kuchen und Brot. Meine Kollegen sind nett. Meine Kollegen sind nett. Wir lachen oft zusammen. Wir lachen oft zusammen. In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren. In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren. Manchmal koche ich. Manchmal koche ich. Ich koche einfache Gerichte wie Nudeln, Reis oder Salat. Ich koche einfache Gerichte wie Nudeln, Reis oder Salat. Am Wochenende treffe ich meine Freunde. Am Wochenende treffe ich meine Freunde. Wir trinken Kaffee und essen Kuchen zusammen. Wir trinken Kaffee und essen Kuchen zusammen. Manchmal gehen wir auch ins Kino. Manchmal gehen wir auch ins Kino. In der Bäckerei. Guten Morgen. Was darf es sein? Guten Morgen. Was darf es sein? Guten Morgen. Ich hätte gern 2 Brötchen, bitte. Guten Morgen. Ich hätte gern 2 Brötchen, bitte. Gerne. Möchten Sie normale Brötchen oder Vollkornbrötchen? Gerne.
Möchten Sie normale Brötchen oder Vollkornbrötchen? Vollkornbrötchen bitte. Vollkornbrötchen bitte. Alles klar. Möchten Sie sonst noch etwas? Alles klar. Möchten Sie sonst noch etwas? Ja, ich suche ein Brot, aber nicht zu groß. Ja, ich suche ein Brot, aber nicht zu groß. Dann empfehle ich dieses Brot hier. Es ist frisch und sehr beliebt. Dann empfehle ich dieses Brot hier. Es ist frisch und sehr beliebt. Gut, das nehme ich. Wie viel kostet das Brot? Gut, das nehme ich. Wie viel kostet das Brot? Das Brot kostet 2,80 €. Das Brot kostet 2,80 €. Okay, dann nehme ich noch ein Croissant dazu. Okay, dann nehme ich noch ein Croissant dazu. Ein Croissant gerne. Möchten Sie das Croissant warm oder normal? Ein Croissant gerne. Möchten Sie das Croissant warm oder normal? Warm bitte. Warm bitte. Kein Problem. Möchten Sie sonst noch etwas? Kein Problem. Möchten Sie sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Nein, das ist alles. Gut, das macht insgesamt 4,50 €. Gut, das macht insgesamt 4,50 €. 4,50 €. Kann ich mit Karte zahlen? 4,50 €. Kann ich mit Karte zahlen? Ja, natürlich. Bitte hier. Ja, natürlich. Bitte hier. Dankeschön. Dankeschön. Danke Ihnen. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen. Einen schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Auf Wiedersehen. Danke, ebenfalls. Auf Wiedersehen. Ben und sein Chef. Guten Morgen, Ben. Guten Morgen. Bist du schon fertig mit den Brötchen? Ja, die Brötchen sind fertig. Sie sind frisch und warm. Sehr gut. Haben wir genug Brot für heute? Ja, wir haben genug Brot. Wir haben Weißbrot, Vollkornbrot und Roggenbrot. Sehr gut. Wie viele Croissants haben wir? Wir haben 20 Croissants. Sind die Croissants noch warm? Ja, sie sind noch warm. Perfekt. Kommen heute viele Kunden? Ja, heute kommen viele Kunden. Es ist Samstag. Stimmt. Kannst du heute etwas länger arbeiten? Ja, kein Problem. Ich kann bis 4 Uhr arbeiten. Danke, Ben. Das hilft mir sehr. Gern geschehen. Bitte stell die Brote schön ins Regal. Ja, mach ich. Und vergiss nicht, die Preise zu prüfen. Ja, ich prüfe die Preise. Gut, dann können wir öffnen. Alles klar. Viel Erfolg heute. Danke. Die Bäckerei. Bakery. Ich gehe in die Bäckerei. I go to the bakery. Der Verkäufer. Die Verkäuferin. Seller. Ich bin Verkäufer in einer Bäckerei. I am a seller in a bakery. Der Kunde. Die Kundin. Customer. Die Kundin kauft Brot. The customer buys bread. Das Brot. Bread. Das Brot ist frisch und warm. The bread is fresh and warm. Das Brötchen. Bread roll. Ich hätte gern 2 Brötchen. I would like 2 bread rolls. Verkaufen. To sell. Ich verkaufe Brot und Brötchen. I sell bread and rolls. Arbeiten. To work. Ich arbeite bis 4 Uhr. I work until 4 o'clock. Helfen. To help. Ich helfe den Kunden gern. I like to help customers. Das Vollkornbrötchen. Whole grain roll. Ich nehme Vollkornbrötchen. I take whole grain rolls. Mit Karte zahlen. To pay by card. Kann ich mit Karte zahlen? Can I pay by card? Fertig sein. To be ready. Die Brötchen sind fertig. The rolls are ready. Ins Regal stellen. To put on the shelf. Ich stelle die Brote ins Regal. I put the bread on the shelf. Früh aufstehen. To get up early. Ich stehe morgens früh auf. I get up early in the morning. Spaß machen.
To be fun. Meine Arbeit macht mir Spaß. My work is fun. Übungen zum Lernen. Schreib deine Antworten auf. Die Lösungen gibt es am Ende des Videos. Wie viele Punkte hast du?